1993 besuchten John und Morag Aitkenhead von der Kilquhanity House School in Schottland Neumünster, eine kleine Stadt in Deutschland. In einer öffentlichen Veranstaltung sprachen sie über ihre Schule und beantworteten Fragen aus dem Publikum. In 1993, John and Morag Aitkenhead from Kilquhanity House in Scotland visited Neumünster, a small town in Germany. In a public event, they talked about their school and answered questions from the audience. Die einfachste Methode für uns sozusagen auf der Bühne wäre, wenn ihr einfach an John Fragen stellt. Sollte das zu knifflig sein, werde ich mir ein paar Fragen ausdenken. Obwohl sozusagen die Audience hat Vorrang, also die Zuschauer sozusagen. Nicht so schüchtern. Ja, Falk? Was hält denn John von anderen Schulsystemen? Was er dazu sagen hat? What do you have to say about the other school system? The other school system, you mean the state school system everywhere? The other school system is in danger. That's the principal thing today. Er sagt, dass die normalen Schulen, also die staatlichen Schulen, eine Gefahr sind. Und das ist in Gefahr sind. Das ist die Grundaussage über die anderen Schulen. It's in danger because society is becoming more and more materialistic. Es ist in Gefahr, weil die Gesellschaft immer mehr materialistisch wird. And so the schools tend to stress the importance of academic learning, materialistic views, technological expertise, and so they miss out a vital part that the human being is. Die Schulen setzen die meisten die betonen die materialistischen Sachen, die Ausbildung und die akademische Ausbildung, und sie vergessen die Natürlichkeit der Kinder und die Menschen in den Schulen, also die Schüler selber. Of all God's creatures, many can be trained. You can train budgerigars, you can train teddy bears, you can train rats, you can train dogs to do clever things. Von allen Lebewesen können Tiere und alle möglichen Hunde, Katzen trainiert werden, und man kann ihnen beibringen, ganz viele Kunststücke zu machen. But that's because every other creature than humans has to start from scratch. Every young puppy, every young bear begins from scratch, has to do the same. Das ist, weil alle jungen Tiere von Anfang an beginnen, Sachen zu lernen. But what makes the human different? He or she can be educated. Training is different from education. Education means nourishing, and the job of the schools should be to nourish the human spirit, which is so much wider. Und der Unterschied zu den Menschen ist, dass die Menschen nicht trainiert werden, sondern sie werden gefüttert oder ernährt, und deren Ausbildung ist eine Ernährung der Ausbildung und nicht ein Trainieren und ein Reinstopfen des Wissens, sondern sie sollen sich selber entfalten durch die Ernährung oder die Eingabe von Ideen. And that is because humans alone can be creative. Every young human being is born to the heritage of human creativity. Every young child has all that history of creativity in music, in language, in painting, in creation and creativity in general, and that is the artist that is in every child. Und das
nur Menschen kreativ sind, das ist also das Besondere. Und jedes Kind hat die Möglichkeit, kreativ zu werden in Musik oder in Kunst oder in verschiedenen anderen Dingen. Und das macht den Unterschied zu den Tieren aus. And the job of the schools really is to see that and not be tempted into what I've called a dangerous path of training. A school like the school in Neumünster of 1,500 children, there is no space, there is no time for creativity, and that's disastrous. Eine große Schule wie die in Neumünster gibt den Kindern keine Zeit, kreativ zu werden, und das ist die Gefahr und das ist also nicht gut, und die Schule sollte die Möglichkeit für die Kinder geben, die eigene Kreativität zu entwickeln und zu entfalten. Aber diese Gesamtschule, diese große Gesamtschule bietet den Kindern ja auch doch Kunstunterricht und einen Abenteuerspielplatz. Also die Leute an dieser Gesamtschule bemühen sich schon auch diese Prinzipien zu verwirklichen. Denn das hat sich auch schon rumgesprochen, dass es nicht nur, auch hier in Neumünster oder in Deutschland, dass es nicht nur ums Pauken geht, sondern auch um Kreativität. He pointed out that the comprehensive school here does try to do this in somewhat, that they do have art lessons and they have a adventure playground and things like that they do try at least somewhat to let the children be creative. I've no doubt about it. There are hundreds and hundreds of teachers throughout the state systems in the west of Europe who anonymously are doing good work, but it's minimal chance they get. What I would like to say before we leave this point, when I was asked what was wrong with the state system, I would like to say with what pride and what gratitude I am speaking tonight, because I think here in Neumünster, with statt-Theater, you are privileged to have what is the most comprehensive educational project and enterprise. Aber ich weiß nicht, habt ihr das alle verstanden? Er hat gesagt, dass er daran glaubt, dass die Lehrer, die auch an solchen großen Schulen unterrichten, ihr Bestes geben, aber dass es einfach bei den vielen Schülern nicht so klappen kann, und dass er glücklich ist, hier im Stadttheater sein zu dürfen, und dass dieses Stadttheater für ihn irgendwie das Herzstück der Erziehung mit beinhaltet und dass das Theater für ihn auch eine sehr große Rolle spielt im Erziehungswesen und Bildungswesen. Because, quite simply, theatre is the mother of all the arts. If you have theatre happening in your community, then you have young people and older people working together, and they're following the arts of painting and singing and music making and creating creatively, so that plays come out that increase the power, increase the enjoyment of living. That's what the theatre is all about, and you're so lucky here in Neumünster to have statt-Theater. Sagt, dass das Theater die Mutter der ganzen Künste ist und dass im Theater selber alle anderen Künste angesprochen werden. Man muss das Bühnenbild bauen, man muss singen, Musik machen, Theater spielen, und dass dadurch eben alle anderen künstlerischen Fähigkeiten auch gefördert werden. Ja, wir haben eine Wortmeldung, hoffentlich keine Frage zum Stadttheater, sondern es soll ja um Kilquhanity ausgehen. Du? Are the children homesick? That's a very interesting question. Das ist eine sehr gute Frage. Children can be homesick, and I encourage them to weep. I say to children who are homesick, and all the years we've had the school, I've said, don't worry about weeping. Of course you love your mum and dad. Of course you love home. And there's no school as good as your own home, of course. But that's all right. Your mum and dad were doing it for your good when they sent you here. And you'll get over it, don't worry. And I won't go so far as Neil. Neil said in the beginning, and when I was a young man, I believed everything Neil said. Neil used to say, John, there's no unhappy child at school except from an unhappy home.
Okay, ganz schnell, was er eben gesagt hat. Also die Kinder dürfen bei ihm Heimweh haben und sie haben auch Heimweh und er unterstützt es, also er unterstützt nicht das Heimweh, sondern er sagt, sie dürfen auch gerne weinen und es ist auch nicht schlimm, wenn sie weinen, sondern es ist gut, also diese Gefühle rauszulassen. Und er sagt, natürlich ist keine Schule so gut wie das Zuhause bei den Eltern, die sie lieben, aber sie sollten froh sein, dass die Eltern sie in die Schule geschickt haben und dass sie da auch irgendwann über das Heimweh hinwegkommen und glücklich sein werden. Und Neil hat in Summerhill, das weiß ich nicht mehr. Repeat again what Neil said. No? Well, Neil said in his early books, there's no child weeps or is homesick except he's weeping for home. He's weeping, he doesn't know it, he's weeping about an unhappy home. That hasn't been my experience. Also er sagt, Neil hat geschrieben, dass kein Kind Heimweh hat, sondern einfach nur nach dem Zuhause weint und ein unglückliches Zuhause hat. Also dann, dass es dann unglücklich ist, weil das Zuhause nicht gut ist. Aber er hat andere Erfahrungen gemacht. Ja. Inken? Wie wird man da Schüler oder Schülerin? Ich habe nicht verstanden. Wie man da Schüler oder Schülerin wird? She wants to know how one can become a pupil at your school. Well, there's not much likelihood at the moment of anybody from Neumünster becoming a pupil because a year ago, being the age that Morag and I are, knew we could not go on indefinitely being mother and father figures to a big extended family. Aber im Moment ist es nicht möglich für Kinder aus Neumünster Schüler an der Schule zu werden, weil John und Morag zu alt werden, um Vater und Mutter für all die Kinder in der Schule zu sein. And I thought maybe the school would just gradually stop. But we had a Jubilee reunion of all the people, boys and girls and members of staff who had been at the school in the 50 years. And they all came in August 1990 and I was left in no doubt the school had to continue. And so it has to be a day school now. We might not be on the right road, but at the moment we have no choice. The school is a day school and not any longer a boarding school. So I don't know if I can say how you should become or anybody from here could be a pupil. Die Schule ist jetzt eine Tagesschule, weil sie einfach die Möglichkeit nicht mehr haben, ein Internat zu führen. Und sie hatten erst überlegt, ob die Schule so langsam aussterben oder auslaufen sollte, aber nach einem Treffen letzten Jahr haben alle beschlossen, dass die Schule weitergehen muss und jetzt haben sie sich entschlossen, eine Tagesschule daraus zu machen. Okay, also 4 weitere Fragen. Erstmal Lieder. Waren Sie früher gut in der Schule? She wants to know if you were good at school earlier. You yourself were good at school. Oh, I was a very good little boy at school. Ich war ein sehr guter Schüler. Good, Oder ein sehr braver Schüler, ja. bravo, yeah. Und dann war da noch als nächstes, ich glaube, Falki auch noch. Was hat er von seiner Schule, auch wenn der früher war? Was hat er davon? Also er ist früher zur Schule ging selber. But He wants to know what kind of school you went to earlier and what do you think about the type of school you had to go to. well, between the age of 5 and 10, I went to a very small school. Zwischen 5 und 10 bin ich zu einer sehr kleinen Schule gegangen. Klein ist schön. And then later on I went to a very ordinary school. It wasn't as big as the Neumünster one. There was maybe 400 boys and girls at it. And then I went to the university in Glasgow. And then between the wars teachers were 10 a penny and I went back to the university again. I grew up realizing that schools might have successful pupils and breed successful students, but they weren't having the answer to society's needs. Ich darf mal ganz kurz auch eine Frage zwischenstellen. Soll ich das erst noch übersetzen? Ach so, ja. Also erst von einer Kleinschule gewesen mit wenigen Schülern, nachher in der Secondary School war in einer Schule mit 400 Schülern und danach ist er zum College gegangen und im Krieg ist er nicht zur Schule gegangen und zurück zum College gekehrt
Und er sagt, dass die Schule sehr erfolgreiche Schüler ausgebildet hat, aber es war nicht der richtige Weg, um zu den Menschen zu finden. Also die Ausbildung war gut, aber die Menschenfindung wahrscheinlich nicht. Well, a bit of the answer to that should be Scotland. Scotland has been very, very successful for a much longer time than most countries at producing good, obedient, academic students. Scotland's been very successful at that. But A.S. Neil was a rebel and started another school because of what he saw in the war. With so many other people in 1918, 19 and 20, he saw that if we weren't going to repeat wars more and more terrible, we would need to have schools that did something about violence. Okay, also erstens sagt er, dass Schottland ein gutes Land ist für die Ausbildung, dass dort sehr viele gute Leute ausgebildet wurden und hervorkamen, um auch eine Schule in dieser Art zu gründen, und vergleicht es mit A.S. Neil, der ein Revolutionär war und seine Schule im Ersten Weltkrieg gegründet hat. Und weil er die ganzen Folgen des Krieges gesehen hat, die ganze Gewalt und Aggressivität, und seine Schule eben als Gegenstück dazu gegründet hat auch. Wenn wir jetzt nochmal die Formel nehmen, klein ist schön, small is beautiful, dann ist ja doch die Schwierigkeit, und nehmen wir mal an einfach diese kleine Rechnung, 1500 Schüler an der Gesamtschule. Wenn man jetzt für diese 1500 Schüler die kleine Kilquhanity schaffen würde, dann müsste man ja nach meinen Überlegungen so 25 Kilquhanities allein für diese Schule entgegensetzen. Und das bedeutet ja auch Gebäude und Platz und Geld. He points out the fact that in the one school here you have 1,500 students, and here in Neumünster, and when you try to make similar schools as yours, that means you would have to have 25 bits of land, like as much land as you have within Neumünster, to accommodate these pupils. Well, there's any God's amount of land in Scotland. Okay, dann Verena, Lina, glaube ich, ist das, ne? Oder so irgendjemand da? Du, ne? Nee, das ist noch irgendjemand von da hinten. Ja, du. Ich habe nicht verstanden. Fahren die Kinder auch nach Hause? If the children go home, it's day school now, huh? Yes, it is. Also jetzt ist es ja eine Tagesschule und deshalb gehen sie jeden Nachmittag oder jeden Abend nach Hause. Oh. Vereni? Ja, ich habe eine Frage zu der Tagesschule, also zu der Umstellung von Internat auf Tagesschule. Was für Veränderungen bringt das also auch das ganze Konzept betreffend mit sich? She wants to know if there's a difference in concept since it's been changed from a boarding school to a day school. Well, not a difference in conception. The day school is trying to pursue the very same educational ends, but at the moment we're not so sure that we're winning. We're not so sure that you can compress what happens in 24 hours to what happens in 5 or 6 hours. Also er versucht, dass sich das Konzept der Schule nicht ändert, aber es ist natürlich ein großer Unterschied, ob die Schüler 24 Stunden in der Schule sind oder nur 5 Stunden am Tag. Und von daher ist er nicht ganz sicher, ob das Konzept weiterhin so erfolgreich ist, wie es als Boarding School, also als Internat war. Okay, dann waren noch 2 Wortmeldungen da, so in der Ecke. Ja, genau, ihr beiden, meine ich. Ja, also kriegen die Kinder Ferien, so dass sie die Möglichkeit haben, andere Länder zu besuchen oder ja, ihre Eltern oder Bekannte? You want to know if the children can have holidays so they can visit their parents and visit other countries? Oh yes, I think children today can go abroad more and more than ever. Ja, die Kinder können also in den Ferien wegfahren und auch ins Ausland fahren. Okay, ja genau, dann du. Ja, ich würde gerne mal wissen, zu dem Lehrinhalt. Es gibt ja auch bei uns kleine Schulen, zwar nur sehr wenig staatliche Schulen, da kann man sich als Lehrer nur im Rahmen des engen Lehrplans bewegen. Wie ist das denn in dieser Schule? Welche Lehrziele steckt er sich so selbst? Your question is based on the fact that here in Germany there are small schools like in the countryside, but they have a very definite plan which is
determined from the state here, which they have to go by. And then the question was, how was it in your school? Well, that is very common. It's the truth in Japan. It's more and more the truth in Britain. The present government in Britain is making more and more regulations about how primary schools and will feed secondary schools, and it's standards. And many children are hurt by that. There's not so much time for being children. Also die Schulen in England und auch überall in Europa haben diese Lehrpläne, und in England wird es auch immer mehr von der Regierung gefördert oder auferlegt, dass die Schulen sich an Lehrpläne richten müssen. Und er sagt, dass es den Kindern nicht gut tut und dass sie also schwere Probleme oder Probleme damit haben, diesen Standards und den Ansprüchen der Lehrpläne zu entsprechen und diese Forderung zu erfüllen. John, was glaubst du, warum die Bürokraten oder beziehungsweise die Kultusminister oder die Governments, warum die so scharf da hinterher sind, jede Stunde und jedes Schuljahr und jeden Inhalt zu kontrollieren und zu bestimmen? The question is, why do you think governments and state governments and politicians are so eager to make such plans? Well, governments and politicians have very short-term plans, usually personal ambitions or party political ambitions. The governments all over Europe, which between 1970 and 1980 introduced compulsory schooling, it's not that old, you know. It's only 100 years ago in Europe in general that schooling became compulsory. It wasn't done. Well, okay. Okay, also in Europa und in allen anderen Ländern oder in vielen Ländern gibt es seit ungefähr 100 Jahren Pflichtschulen, und die Regierungen machen seiner Meinung nach ganz kurzfristige Pläne nur, die zum Teil politisch oder auch einfach persönlich bedingt sind, die Lehrpläne und die Dinge, die gefordert werden von der Regierung, die unterrichtet werden müssen. All the countries in Europe were competing at the turn of the century for markets in the empires, German Empire, French Empire, British Empire, Belgian Empire, and they were competing for these, and they knew they would have to get citizens drilled ready for factories, and that's why they started compulsory schooling. Die ganzen Staaten in Europa standen im Wettstreit, um den Markt zu erobern, und die Pflichtschulen sind zum Teil mit eingeführt worden, damit die Leute ausgebildet werden konnten, um in den Fabriken oder in der Ausbildung so trainiert zu werden, dass sie einen guten Grund für den Wettbewerb hatten in den Gewerkschaften oder also in dem Markt. Ja, auf dem Markt. Fortunately, human beings will keep on throwing up rebels. Zum Glück werden die Menschen immer weiter Rebellen hervorbringen. Okay, you? Ja. Gibt es unter Ihren ehemaligen Schülern Rebellen. Unter Ihren ehemaligen Schülern auch welche, die ihre Idee weitergetragen oder eventuell auch verwirklicht haben? Können Sie noch ein bisschen lauter reden? Ja, ob unter ehemaligen Schülern sich Menschen befinden, die diese Idee eventuell auch weitergetragen oder auch verwirklicht haben. Yeah, she wants to know if amongst your former students are there some who will continue with. Sie meine mit seiner Arbeit fortsetzen. Yeah, if there are some who will continue your work. Without a doubt, boys and girls are more and more entering into creative careers. From your former students. Yes, from the former students, yes. Also ohne Frage gehen die ehemaligen Schüler mit sehr viel Kreativität aus seiner Schule heraus und tragen auch seine Ideen weiter. Das war nicht die Frage, ne? If they want to continue your work with your school, if they will take over your school. Or if they have built new schools in built new schools. Well, maybe the answer is that we have some children in the school
who are second generation kids and third generation kids. We have some grandchildren of parents who were in the school in the 40s. But there was no found of a new school like Kilquhanity. No, I don't know of any other school in Scotland like Kilquhanity. Also die Frage ist, glaube ich, damit beantwortet, dass er nicht weiß, dass andere oder Schüler seiner Schule eine andere Schule gegründet haben. Okay, jetzt bist du dran. Ja. Ich würde gerne wissen, was war das Wichtigste, was er von einem Kind gelernt hat? He wants to know what's the most important thing you ever learned from a child. The innocence of believing that the good can happen. Okay, die Unschuld, also das unschuldige Glauben, dass das Gute passieren kann. They're inspiring. Und ja, sie sind innovativ, sie können viele Sachen hervorbringen, die Kinder. Why do the adults lose this spirit? John. In new way. And you? No. When you talk about your experience with children, yes. And I ask you, why do adults do not have this ability? Why do they lose it? Well, we grow tired and we get afraid, and parents get afraid there will be no jobs, and so they push their children into the safe way, they think. But children are adventurous, and we become afraid. So you should take help. We should take guidance from the children. Also die Kinder sind noch frei von Ängsten und sind noch nicht in feste Wege gepresst. Die Erwachsenen haben sehr viele Ängste und können sich nicht so bewegen, wie sie vielleicht gerne möchten. Ja, es war hier so noch... Ja, ich möchte gerne wissen, wie Johns Alltag so aussieht. Ob er außer Kinderbetreuung noch andere Hobbys hat und ob er die verwirklichen kann. Also, wenn er in Deutschland ist, steht er um 9 auf. Okay, she wants to know how your everyday schedule looks like, if you have time for hobbies, or are you so filled up with work with the children that you don't have time to do anything for yourself? Well, at the moment, because of the big changeover we've made, I've been finding myself without time for the things I love to do, like gardening and reading and making poetry. But I won't be losing that. Also zurzeit findet er keine Zeit, seine eigenen Hobbys nachzugehen, wie im Garten arbeiten oder Gedichte zu schreiben. Did I understand you correctly that you had more time for that before when you had the boarding school, but now with the day school you have less time? At the moment, yes. Also zurzeit in der Umstellungsphase, so habe ich das verstanden, hat er weniger Zeit dafür. Aber als er in der Schule, also das Internat war, hatte er Zeit, diesen Hobbys nachzugehen. Du? John, ich habe das Gefühl, dass Sie mit Ihrer Frau eine große Familie gegründet haben. Und deshalb müsste Ihre Frau eigentlich auch da oben mit sitzen, denn die Frage geht eigentlich an Sie beide. Und zwar zu dieser Familie, denke ich, gehören sowohl die Lehrer als auch die Kinder. Wie schaffen Sie es jetzt in dem hohen Alter, in dem Sie sind, dass diese Kinder von Ihnen sich abnabeln und die Idee und das System weiterführen? First of all, he said he has the impression that you and your wife have founded a big family. And was war der zweite Punkt? Dass eigentlich die Frau da oben mitsitzen and it's a big family, also the teachers and the pupils. And how is it possible that one day that you sort of break the umbilical cord, that the children can break away from you? Well, I have a question to ask. I have something to say. I notice most of the questions have come from women. And there is a man asking a question in favour of a woman having a share in it. I think we owe a great deal to the mothers. I think the women of today are asking more vital, piercing questions than the males. Also hat festzustellen, dass die meisten Fragen, die gestellt wurden, von Frauen gestellt wurden. Und er glaubt, dass die
Mütter oder Frauen, die wichtigeren Fragen fürs Leben oder des Lebens stellen. And the question you have to answer this question is how is it possible that the children break away from the strong ties? Well, I don't think the children who have come up through the school have broken away from these strong ties. We have wonderful ties and relationships with the former pupils who have been our children. Also glaubt, dass die Verbindungen der ehemaligen Schüler sehr stark sind und dass sie sich nicht so richtig abgenabelt haben, sondern dass die Verbindungen noch bestehen und sehr starker Austausch auch ist. Ja, also wir jetzt nicht ganz verstanden worden. Also, mir geht es darum, dass durch diese starken Persönlichkeiten das System auch aufrechterhalten und dass sie auch davon lebt. Sowohl von ihm als auch von seiner Frau. Und wie soll es weiterleben, wenn die Lehrer sich da nicht abnabeln? Okay, he says that your school and the idea of your school is so strong because you and your wife have a very strong personality. And what happens, habe ich jetzt richtig verstanden? So, wie soll das, how is the school going to exist without you two? Well, we'll find out. Wir werden sehen. And you must have faith. Und ja, wir müssen alle daran glauben, dass es weitergeht. Vertrauen. Ich dachte heute noch ein Wort, es geht sofort los, noch ein Wort zu sagen, warum Morag hier oben nicht sitzt. Wir hatten vorher, bevor die Veranstaltung war, hatten wir keinerlei Ahnung, was für Leutchen, also ihr sozusagen, was für Leutchen kommen werden. Und wir hatten, ich will nicht sagen die Befürchtung, aber wir hatten die Idee, vielleicht wird das sehr, sehr speziell, sehr pädagogisch. Und da hatte Morag darum gebeten, wir wussten nicht, wie wir das einschätzen sollen. Da hatte Morag darum gebeten, wenn wir das so einschätzen, dass das sehr spezielles Publikum ist sozusagen, und dass mehr so eine Fachdebatte über Schulsysteme wird, dass sie da lieber zuhören möchte. So ist es gekommen. Ja. He explained that your wife preferred not to come up here. That's why she's not sitting up here. Yes, some question to Morag, for Morag? Then I would invite you, Morag, to sit here. Yeah, no, yes, there's a question. Yeah. Yeah. Okay, I take this seat and you come here. Yes? Yeah. Could you come here? Sorry. Wait a minute. The table. I'll take this one. In the spotlight now, all right. Okay, there was another question from you. Ich habe jetzt zwei Fragen. Die eine von Morag und ist, ob sie auch Lehrerin ist und mit ihrem Mann zusammen die Schule gegründet hat oder ob sie ihm nur geholfen hat, seine Schule am Laufen zu halten. First question, are you a teacher yourself and did you found the school together with your husband or did you play a more helping role in the background? No, I wasn't a teacher, and I really didn't start the school with John. We didn't start as a pair because we had just had our first baby. He was 4 months old when we started the school, and I would have been very happy at that point to have stayed in the house we were living in since we were married, but I was behind him very much in the idea of it, and so I went along, and I think that is true. I was for a long time more my supporting role in it because we had 4 children of our own, you see, and I also house mothered children in the school, so I was very much more involved in that side of things. It's only really since the children were, off my hands and grown up and away that I've taken a much more active role in supporting, but in, being much more in the administrative. Oh, sorry, I've said far too much. Oh, that's okay.
Sorry, did you get it? Yes, dass sie die Schule nicht mitgegründet hat, weil zu der Zeit, als John die Schule gründete, sie gerade ein 4 Monate altes Baby hatte und sie daher eigentlich lieber in ihren alten Gegebenheiten geblieben wäre. Und sie hat am Anfang John hauptsächlich unterstützt und stand eigentlich die ganze Zeit, bis die 4 Kinder, die sie selber hatten, groß geworden sind, hat sie ihn also hauptsächlich unterstützt und sie war Hausmutter in der Schule, also hat für die dort lebenden Internatsschüler mitgesorgt. Und erst nachdem ihre eigenen Kinder groß genug waren oder ausgezogen waren, hat sie einen größeren Part in der Schule mit übernommen und sie ist keine Lehrerin. Okay. Du? Ja, die zweite Frage geht an John. Warum er im Unterschied zu mir Pflichtunterricht für die Schüler vorgeschrieben hat, ob er kein Vertrauen darauf gehabt hat, dass die Kinder auch Englisch und Mathe von allein lernen werden, so wie die anderen Sachen. Okay, the question is, why is it that you, in contrast to John, to Neil, I mean, have compulsory classes? And is it that you don't have trust in the children that they won't learn mathematics and other subjects? Well, the answer is something of a compromise. You have to encourage the children. There's no such thing as compulsory classes at the school, but you encourage the children to believe in what you're offering. It's not the end of the world if a child doesn't turn up for a class. Also es gibt in seiner Schule zwar diese Pflichtstunden, aber es ist ein Kompromiss und wenn die Kinder nicht in diese Stunden gehen, ist es auch kein Unglück also sie werden dann, es ist auch kein Unglück, aber er will das also als Pflichtstunden anbieten und sie sollten da dann hingehen. Okay. And about the trust? And what about the trust? Yeah. Well, with the compromise, that's the answer in the question. Yeah. Yeah. Yes, and you will have the trust. You will have the trust of the children as they live with you. Also er glaubt, dass das Vertrauen kommt, wenn man mit den Kindern zusammenlebt und dass es sich dann in diesem Kompromiss einpendelt. Dass das Vertrauen da ist und dass die Kinder dann eben auch in diese Pflichtstunden gehen. Aber du denkst im Prinzip, John und Morag, ihr denkt, dass die Kinder grundsätzlich eigentlich gerne lernen. But in the main, you think that the children like to learn? Without a doubt. Ohne Zweifel. Oh yes, without. Jetzt mal nochmal Lieder und dann du. Ja, genau. Tragen die Kinder auch die Schottenröcke? Yeah, if the children wear kilts or if they have kilts. Very few of the boys or girls at Kilquhanity wear a kilt. Very few. Ganz wenige der Kinder tragen einen Schottenrock in der Schule. Oh, in fact, none. Keins None. eigentlich. Gavin did. Did, yes, he wore it, that was our youngest, till he was 5, and then nobody else was wearing one, so he refused to wear it any longer. Also es gab mal einen, der hat ihn getragen, diesen Schottenrock, bis er 5 war, und dann hat er aber auch gesagt, er möchte ihn nicht mehr tragen, weil keins der anderen Kinder den Schottenrock trug. Okay, jetzt bist du dran. Also hatten die ersten Schüler, die auf seine Schule gekommen sind, irgendwelche Probleme, sich in der Schule einzuleben, oder? If the children who, when they first came to your school, that they have trouble getting used to it and yeah. Oh, that's very, very seldom. Children tumble into the way. Some children get used to an atmosphere like that. Also die Kinder haben meistens kein großes Problem, sich einzuleben, sondern sie fallen da rein, tumble in, also sie fallen rein und machen es dann ziemlich schnell, dass sie sich da auch wohlfühlen. Oder meintest du die allerersten Kinder? She meant the very first children who went to your school. What? The very first children, the first group of pupils. What about them? If they had any trouble getting used to the new system. Not at all. Yeah. Die hatten auch keine Probleme, sich damit anzufreunden oder das zu finden. Okay, jetzt ihr? Ja, so gibt es Kinder, die einfach sagen, sie wollen nicht lernen, oder die einfach nicht mitmachen, weil sie es nicht müssen. Yeah, are there children who just refuse and they say we don't want to learn
Yes, there have been children like that, but as I say, that's not the end of the world. I mean, children, you watch them and you'll learn about their needs, and if they trust you, they'll soon be joining their mates and learning what they really need. You have to trust a child to know that he knows really. You have to trust that. Also es gab natürlich immer Kinder, die nicht lernen wollten und die nicht in den Unterricht gegangen sind, aber er vertraute darauf und irgendwann sind die Kinder dann mit ihren Freunden doch mitgegangen und aus diesem Vertrauensverhältnis hat es dann auch geklappt, dass sie auch in den Unterricht gegangen sind. Also es war nicht so, dass die Kinder irgendwie ein ganzes Schuljahr nicht in den Unterricht gegangen sind. So you have to make the school fit the child's needs. That's the job of a school, to fit a child's needs. Also man muss die Schule so gestalten, dass sie die Bedürfnisse der Kinder stillt. Also dass die Kinder die Bedürfnisse befriedigt bekommen da in der Schule. Es ist ja so, dass im normalen Schulsystem werden ja die Leistungen und die Fähigkeiten des Lehrers ja auch nicht zur Debatte gestellt. Er kann ja mal auf Deutsch gesagt den Kindern, jeder, der diese Prüfung geschafft hat, den gehört erzählen, was er will. Und wenn der Unterricht, wer weiß, wie unattraktiv ist, die Kinder müssen es aushalten. Und wenn sie das nicht hinkriegen, das zu schnallen, was irgendjemand versucht rüberzubringen, dann sind sie eben doof, nicht? Und das ist in Kilquhanity ein bisschen anders. Da ist natürlich der Erfolg der Unterrichtsstunden hängt auch ein bisschen davon ab, ob die Lehrer was Interessantes anbieten. So könnte man das hier vielleicht auch mal ein bisschen mehr versuchen zu sehen, denn hier sind immer die Doofen, immer die Schüler. Das ist doch irgendwie auch mitunter ein bisschen merkwürdig. The difference between the teachers in your school and the teachers in the regular school. Could you repeat that? Yeah, he said that teachers here or in the normal state school, if they're good or bad, they stay in the school and nobody questions what they do. But in your school it's different if the teacher really has to be good and really have to be creative so that the children want to go to school. Yes, that is true. Schooling, the profession of teaching is a vocation, and there maybe aren't sufficient number of people dedicated enough or having found how successful they could be if they were teaching creatively. It's a pity that so many people who become teachers have gone into the kind of schools they were at themselves without becoming creative. Also es gibt viele Lehrer, die einfach unterrichten, ohne selber dabei kreativ zu werden. Und er findet es schade, dass nicht mehr Lehrer irgendwie einen kreativen Weg finden zu unterrichten, sondern in den alten Formen und Strukturen landen und in Schulen unterrichten, in denen sie nicht kreativ sein können. Okay, einige weitere Fragen, und zwar nochmal. Also wenn die Kinder von der Schule abgehen und dann sich entschließen, auf eine höhere Schule zu gehen, haben sie ja nicht Schwierigkeiten, sich da einzuleben und anders dort zu arbeiten? Okay, when the children leave your school and they may want to go to a higher school, do they have trouble adjusting to another type of school? On the whole, no. Im Allgemeinen haben sie keine Probleme, sich dort einzuleben. Jetzt, genau. Ich nehme an, dass die Kinder neben ihren eigenen Interessen ihre Lernmotivation ja auch daher nehmen, was in ihrer Umgebung geschieht. Also wenn sie in einem handwerklich orientierten Dorf lebten würden, dann würden sie dieses oder irgendwelches Handwerk erlernen wollen. Und da hätte ich gerne gewusst, welche Einstellung John zu den Pflichtunterrichtsfächern selber gehabt hat. Also nehmen wir an, mal Rechnen und Mathematik zu lernen. Sieht er das eher als schädlich an, Zeit seines Schulzeit damit zu verbringen, oder ist es für ihn eine neutrale Seite, oder würde er es als sehr nützliches finden, dass man allgemein rechnen lernt? The first part was something, it's not a question. The question is your attitude towards these compulsory subjects that you have to take. Yes. And can you help me out a bit with that? In the beginning he asked that if a person grows up in an environment where there's a lot of handicraft, they will be interested in handicrafts. Yes. And what is your attitude towards your compulsory lessons, learning mathematics? Do you think that mathematics are just a waste of time, or is it worth learning mathematics? I don't think mathematics is a waste of time, full stop.
I think we should mathematics will be of value to a certain type of child. Also er glaubt, dass Mathematik eben keine Zeitverschwendung ist, sondern für jedes Kind auch einen gewissen Wert hat, der sehr unterschiedlich sein kann. Also einen Wert an sich aber darstellt. Okay, Moment, jetzt haben wir hier noch jemanden. Laut dem Film gibt es ungefähr 50 Schüler und 18 Lehrer. Ist es so, dass ein Lehrer 3 Schüler unterrichtet, oder wie müssen wir uns das vorstellen? In the film, there are 50 pupils and 18 teachers. How is it that one teacher teaches 3 pupils, or how is that worked out? Well, there will never be 18 teachers all at once. Es gab niemals 18 Lehrer zu einer Zeit. Yes. There are 7 regular teachers. Es gibt 7 Lehrer, die ständig angestellt sind oder die immer da sind. But we do so many other things that frequently there will be anything up to 15 or 18 adults in the school working. Aber sie tun so viele unterschiedliche Dinge in der Schule, dass es bis zu 18 Erwachsenen an der Schule sind, die die Kinder unterrichten in verschiedenen Projekten. For instance, the kids think they have built the school. The kids, we're always building. Also die Kinder glauben, dass sie die Schule selber gebaut haben, weil sie ständig irgendwelche Sachen bauen oder reparieren. Wie viele Schüler sind da für einen Lehrer? How many pupils for one teacher then? Anything from 6 to 10. to 10. Ja, zwischen 6 und 10 Schülern pro Klasse. Aber John, dies mit der Freiwilligkeit am Unterricht teilzunehmen, das muss auch so seine Grenzen haben. Wenn sich eine Gruppe von Leuten beschlossen hat, wir machen jetzt Englisch mit, dann müssen die doch irgendwie auch regelmäßig auftauchen, ansonsten werden ja die immer gestört, die weiterkommen wollen. Da müssen ja irgendwelche Verbindlichkeiten ja doch sein. He wants to know, he gave the example of English lessons. He says there must be some sort of how far the freedom goes. He says it must be disturbing that when you give English lessons and some people don't go for a long time, Yes. that it's very difficult to teach. Well, like this is true. And since the school's basic aim is the generation of happiness, you want a child to be happy and confident, and he won't be that unless he feels confident about basic things like writing and reading and simple counting. Also der erste Grundgedanke der Schule ist, dass das Kind glücklich wird und selbstsicher, und um auch glücklich zu sein in dieser Schule sind die Grundsätze, dass es Lesen und Schreiben lernt. Und von daher ist das wieder so, dass er auch darauf traut, dass die Schüler von sich aus in die Englischstunden gehen, um dort Lesen und Schreiben zu lernen dann. Okay, es war hier noch um glücklich zu sein, weil das eben auch das Hauptziel der Schüler sein sollte, glücklich zu werden in der Schule. Jetzt, du bist dran, genau. Ich fand es eigentlich schade, dass man in beiden Filmen keinen Unterricht gesehen hat, so an den Schulen. Deswegen meine Frage, mich würde es mal interessieren, wie, sagen wir mal, so eine Mathematik-Pflichtstunde in etwa abläuft an der Schule. Ob John dazu mal etwas erzählen könnte. First of all, he thought it was too bad that in the film one couldn't see a typical class. Yes. With instruction, and his question is, how does a typical mathematic hour or class, how is it built up, how is it run? Well, it'll be a mixture of practical work and book work. Also es gibt eine Mischung aus praktischer Arbeit und Bucharbeit, also stille Arbeit. Und damit wir noch etwas konkreter fragen, zeigt John oder der betreffende Lehrer den Schülern so irgendeine Sache, wie es geht, oder haben die Schüler an diesen Schulen die Möglichkeit, eben auch gewisse Sachen alleine rauszufinden? Was konkret, die erste Teil war, ob die Kinder selber was heraus... Ja, ob entweder die Kinder selbst was rausfinden, wie irgendwas funktioniert in der Mathematik zum Beispiel, oder ob
es ihnen eben gezeigt wird. Also, is it so that the teacher always shows the children something mathematic, or are they allowed or encouraged to find out for themselves? Well, a good mathematics teacher will be allowing a child to find the need for counting. You know, it'll be problems that need counting. In fact, way back at the time of the pyramids. That's the question. It's not, Yeah. not the way of educating. Will the children solve a problem by themselves, or is the teacher saying, well, this is how you solve the problem? This is how it's done, and shows them on the board. Well, the begin. Or are they supposed Well, to find it'll out be for a, themselves? it'll be a mixture. It'll be a mixture of that. You know, children are allowed. Children will be, with a good mathematics teacher, will be coming across problems that demand solution, and they may find it themselves. Also es ist wieder eine Mischung aus zeigen und selber herausfinden. Wenn der Lehrer gut ist, werden die Kinder auf Probleme stoßen, die sie selber lösen können. Aber wahrscheinlich ist der Anfang so, dass der Lehrer ihnen überhaupt zeigen muss, wie man damit umgeht. Okay, Falki? Ob John auch Musik hört wie Hardrock und sowas. You must know what music is heard, especially hard rock. Special? Hard rock. Is hard rock heard? Oh yes, well, music. There's music in the school. My goodness, there's music in the school. Yes, and very interesting that children will work for something that they enjoy. They'll put an amazing amount of work into something that they enjoy doing, and they see the goal. Also er sagt, dass es Musik an der Schule, also ganz viele Musikrichtungen gibt und dass die Kinder für die Musikrichtungen, die sie hören wollen oder die sie machen wollen, sehr viel Energie reinstecken, um das zu erreichen. Haben wir auch gesehen im Film mit Yes. But his question was, if you personally listen to hard rock. If you listen to hard rock. Listen. You yourself. If you sit down and listen to hard rock. That what you like hard rock? Oh yes, I think so. Yes, I do a lot of hard work. I was thinking. Hard rock. I did get it. Hard rock music. Hard rock music. Oh, hard rock. Oh, I'm sorry. Oh, you must excuse my name. Hard rock. Oh, all kinds of modern music. Some of it with more decibels than you would want. We established a place where that heavy metal kind of music could be played to their heart's content. And Well that's away. yes, far away from the school we made this. Yeah, and we have dancing to it. Ja, also es gibt Hardrock an der Schule, er selber mag es wohl nicht, weil er nämlich einen Platz gebaut hat, wo die Kinder das hören und auch selber spielen können, der sehr weit von dem anderen Gebäude entfernt ist. Okay, das zum Thema Hardrock im Hause Aitkenhead. Und jetzt du? Wie sieht die Lehrerausbildung aus? Wie rekrutieren Sie Ihre Lehrer? What is the teachers' training like, and how do you get your teachers? How do you recruit your teachers? Well, that's a very difficult question. Wonderful teachers turn up when they hear about the school. Sometimes it's teachers with no training. They're not teachers, people with an expertise, some with a gift for teaching. And sometimes well-trained teachers hear about the school and apply. And that's it. Also manchmal kommen einfach die Lehrer zur Schule, wenn sie über diese Schule gehört haben und ja, kommen dahin und wollen dort unterrichten. Zum Teil sind es gut ausgebildete Lehrer, zum Teil sind es einfach nur erfahrene Menschen, die irgendeine Sache sehr gut können, also ein Handwerk oder vielleicht auch eine Kunst. Und die kommen dann zu der Schule und fragen an, ob sie unterrichten können. And sometimes I advertise. Und manchmal schreibt er die Stellen auch aus, sodass die Leute dann hinkommen. Ja. Jetzt Pia. Welche Unterrichtsfächer sind bei den Schülern am beliebtesten? Which subjects do the pupils like the best? Well, because of the big variety of children, there's a big variety of things, but the things they love are cooking, and woodwork, and music, and painting, and pottery. Also, Sport. Es gibt viele unterschiedliche Schüler und daher sind die Interessen auch sehr unterschiedlich, aber
Kochen, Sport, Woodwork. ja, Holzarbeiten und Musik und Kunst sind so die beliebtesten Fächer. Dictum. Ja, Poetry. Ja. Pottery. 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 So, okay. Pottery. Ich hab mich gewundert. Ja. Töpfer, ne? Ja, ja. Töpfern. Ceramics. Ja. Sehr viele Schüler, die sich bewerben für die Schulen und falls es so ist, falls es mehr Schüler gibt, die sich bewerben, als aufgenommen werden können, wie werden die ausgesucht, die die Schule dann besuchen können? So how do you choose the students that can go to your school? How do you choose? How do you choose your pupils that will be accepted to your school? Especially if more people apply where there's Well, space. we ask the parents for the child to come for a couple of days to the school, and then we see how they will, and if we think we can help them, we usually help them. Also er fragt die Eltern, dass sie für ein paar Tage mit den Kindern zur Schule kommen sollen, und wenn er glaubt, dass er den Kindern helfen kann, werden sie aufgenommen in die Schule. And what about if your school is full and you cannot take? Well, too bad. Then you just refuse them. Yeah, well, we maybe make a waiting list. Say wait for a year. Okay, also wenn die Schule voll ist, oder damals wahrscheinlich, als das Internat dann voll war, dann hat er eine Warteliste gemacht und hat gesagt, okay, Sie können nächstes Jahr nochmal kommen und gucken, ob Sie dann aufgenommen werden können. Okay, ich denke, da ist noch jemand. Ich würde gerne wissen, was Sie denn einer ganz normalen Lehrerin an einer ganz normalen Schule in Deutschland sagen würden, die gerne etwas von dem Geist ihrer Schule an ihre Schule transportieren. What would you like to say? What could you say to an average teacher, average German teacher on an average German school, so that they can take a little bit of the spirit of your school with them? Well, I would encourage that. I would say try it and see what happens. So what would you tell them? Some sort of your philosophy that you can give them. They have to work on an average German school. What can you give them from your experience? Well, I don't I don't know that many teachers can win the time or the trust of their employers. It's difficult in big classes to practice the kind of freedom that is necessary and trust. Difficult, very difficult. Also er sagt, dass in den großen Klassen das Vertrauensverhältnis und die Freiheit sehr schwer zu praktizieren sind. Und dass das gefördert werden sollte und auch das Vertrauen zu den Arbeitgebern oder das Vertrauen der Arbeitgeber in die Lehrer und dann wiederum zu den Schülern, die Freiheit der Schüler zu fördern auch. Well, I would say they can take something of the attitude, at least to a child, to consider the child as a person. I think something of the attitudes we have to the children, they could take that in whatever they are teaching. That's something that they could do. Also sie sagt, dass wir die Einstellung zu den Kindern mitnehmen können und die Einstellung zu den Kindern und sie als eigene Person zu sehen, dass das also die Philosophie ist, die jetzt hier eine Deutschlehrerin oder ein deutscher Lehrer mitnehmen kann und versuchen kann, in der Schule oder in ihrem Unterricht zu verwirklichen. Aber dazu heißt es, das bedeutet ja auch, man sollte eigentlich auf der Seite als Lehrer auf der Seite der Kinder stehen. Und Neil hatte mal den Spitznamen Neil Birnenstiel, Neil Orange Peel. Und er sagte dazu, und wir haben da auch schon mal drüber geredet, Morag und ich, wenn jeder Schüler seinen Lehrer einfach John oder Sophie nennen kann oder so, dass dann die Disziplin flöten geht und dass die Lehrer davor Angst haben und vielleicht auch Angst haben müssen in diesen großen Klassen. So Sophie points out that in order to do this, you have to be on the side of the child. Yes, that's and you are called by your first name by the children in your school, Yeah. and Neil as well, and that in Germany is not possible, and that they feel that when you can call your teacher by his or her first name, that there's no more discipline in the class. Yes, that is not so.
Also das ist nicht wahr. Gut, das ist das Tipp für die Lehrer sozusagen. Obwohl das natürlich auch nichts ist. Es gab ja immer so die fortschrittlichen Lehrer, die meinten, du, ihr könnt mich ruhig duzen, und dann blieb alles genauso hammerhart. Nicht? Das alleine nützt ja nur auch nichts. Ne? I wanted to say in answer to one of the recent questions that one thing, at least when they've gone to colleges from Kilquhanity, children, it's been told to us that they are among the most hard-working, and I think it's perhaps because they haven't been pressured before, and when they go, they are ready because they're ready to work, because they've even had an experience of being bored with doing nothing, perhaps. And so, I mean, I think it's quite an interesting observation that, and it has been said, more than once, that from the children themselves that they've been able to work hard, but also from teachers and heads of colleges. Sie sagt, dass die Kinder, die zum College gehen, sehr hart arbeiten, weil sie vorher in der Schule auch nie gezwungen wurden, hart zu arbeiten, sondern sie konnten da ja frei wählen, ob sie zu den Klassen gehen oder nicht, und dass sie zu den hart studierendsten Schülern auf den Colleges zählen. Und weil sie eben wahrscheinlich vorher nie das Gefühl hatten, sie wurden dazu gezwungen, so hart zu studieren. Aber das ist ja genau die gegenteilige Meinung der hier gängigen Lehrmeinung. Nicht? Hier würden doch Lehrer behaupten, also die Leute müssen sich frühzeitig an Disziplin und Ordnung und Lernen nach Stundenplan im Dreiviertelstundentakt gewöhnen. Das ist genau das Gegenteil. Sollte man vielleicht auch mal überdenken, dass da eine Erfahrung ist, die genau umgekehrt ist, wie das, was mir jetzt beigebracht wurde in der Schule und den Kids, mit denen ich spreche, eben auch. And that Sophie says that here it's just the opposite, that most of the teachers think that you have to teach the children very young to work hard and to sit still and to be disciplined at school. Oh yes, a very common belief. Das ist ein weit verbreiteter Glaube. Yeah. I wonder why so many teachers there's a great number of teachers seeking early retirement. In the way the state schools today, teachers have a lack of satisfaction. Also in England oder in Schottland gibt es viele Lehrer, die frühzeitig pensioniert werden wollen, und sie haben auch keine Selbstbefriedigung oder eben aus dem Unterrichten. Sie sind nicht zufrieden mit ihrem Unterricht. Okay, wir sollten versuchen, langsam zum Ende zu kommen. Wir haben noch 2 Questions, einmal von Inken, einmal von Pia. Wohnt ihr in der Schule? Wer wohnt in der Schule? Do you live in school? Yeah. Oh yes. Ja. What was the question? If you live in school. Live in the school. Oh yes. Hat John schon mal deutsche Schulen besucht? Have you had German students, pupils? Oh yes. Have you had to a German school? Have you had German? Have you visited a German school? Never. No. Nein, er war noch in keiner deutschen Schule. Yeah, you're invited to go visit the school here. Oh well, thank you very much. That would be a good idea. That would be a good idea if you could go to the Yes, I thought it was rather presumptuous of John to talk as if he knew exactly what went on in the Neumünster school, the large one, because you haven't been inside it. No, I haven't been inside the big school. Ja, also er hat einfach aus seinen Vorstellungen über die deutschen Schulen hier geredet. Er war selber noch nicht in einer deutschen Schule. Warte mal, es waren noch 2. Ja, das... Hier nochmal eine Frage zu der... Momentchen. Pia. Ach, du hattest schon. Dann Reinhard. After that, you. Okay. Also das ist, glaube ich, ein sehr guter Vorschlag, der gerade gemacht worden ist, den John mal zu bitten, in eine deutsche Schule zu kommen, zum Beispiel in die Gesamtschule hier. Denn wir haben heute eine Menge Informationen gehört, eine Menge Bemerkungen gehört, eine Menge Einstellungen gehört. Ich würde sagen, zu jeder hier von John gemachten Einstellung gibt es auch ein Gegenteil. Und das Gegenteil mag dieselbe Wahrheit sein für einen Prozess des Lernens. Wenn der Film heißt zum Beispiel Small is Beautiful, dann heißt ja nicht, dass das Gegenteil falsch wäre, also gewissermaßen Big is Ugly, sondern es gibt für jedes Vorteile, für jedes gibt es Nachteile. Und
in der Mitte eines Filmes, in der Mitte des zweiten Filmes war zum Beispiel eine Aussage, war die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich nicht mehr Schulen, freie Schulen des Typs Summerhill oder des Typs Kilquhanity? Meine Antwort ist, und ich würde mal wissen, wie die Antwort von John dazu ist, meine Antwort ist ganz einfach. Erstens, es gibt offensichtlich nicht genügend Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken. Zweitens, es gibt offensichtlich nicht genügend Lehrer, die bereit sind, dort zu arbeiten. Okay, first of all, he thinks it's a good idea that you visit a school in Neumünster, and especially the comprehensive school here. Yeah. And that's a very long, I have to remember everything he said now. He said, was war das zweite Teil? Yeah, every system has its advantages and disadvantages, and where you say small is beautiful, it doesn't automatically mean that large is ugly, and that you should come to the school, and where you have a truth at your school, you may find there's a contrasting truth at this school or a similar school, and and the question was asked in the film, why aren't there more schools like Summerhill or like your school? And the answer is, in his opinion, that number one, there aren't enough parents to send children to such school, and there are not enough teachers to teach in this school. Well, it's very reasonable what you're saying about different systems. Different sizes will have advantages and disadvantages. I admit that. Es stimmt, dass verschiedene Systeme verschiedene Vorteile haben und auch verschiedene Größen in Schulen auch verschiedene Vorteile mit sich bringen. All through human history there have been experiments, and there may be many reasons why there are not many schools like Summerhill and Kilquhanity, and one big reason is that never have we in half a century been able to pay well-qualified teachers the rate for the job. Also es gibt viele Experimente durch die ganze Geschichte der Menschen und ein Grund, warum es nur so wenig oder nur die beiden Schulen wie Summerhill und Kilquhanity gibt, ist, dass er kein Geld hat oder die Schulen kein Geld haben für die Lehrer die Lehrer zu bezahlen. However, there is one country in Europe which is experimental in its approach, and that is Denmark. And I'm so glad to hear that response to what I've said. Here we are in Schleswig-Holstein, and it's not very far over the border to Denmark. And in Denmark, as a result of 150 years of Danish folk high schools, we have many small experimental schools in Denmark today, and the government prepared to pay the rate for the job to every teacher, so long as the government is allowed to inspect the standards. And that's the country that's leading the way. Also er stellt das Beispiel von Dänemark dar, in Dänemark gibt es viele private, freie Schulen und die dänische Regierung bezahlt die Lehrer, die dort unterrichten, unter dem Vorbehalt, dass die Regierung eben selber die Schulen besichtigen oder inspizieren darf, um zu sehen, was unterrichtet wird. Aber die Lehrer werden eben vom Government bezahlt und sie müssen sich nicht selbst finanzieren. Momentchen, jetzt erstmal du. Ja, ich wollte auch daran anschließen und wollte eigentlich John Spive, ich weiß nicht Ihren Namen nicht, zuerst fragen, mit der gleichen Frage ihn aber auch, ob er, da ja die Schulen immer erst dann existieren, wenn genügend Leute bereit sind, sie zu bezahlen, beziehungsweise Lehrer da sind, bei mehr oder weniger Gehalt dafür zu arbeiten. Ob er, falls diese Geldquelle nun an die Bedingung unserer deutschen Schule geknüpft ist, und wir haben ja auch ein Schulgesetz, das uns gar keine Alternative lässt, ob er für den anderen Fall, für die Alternative, dann sagen würde, lieber gar keine Schule. He asked that
if the regulations for the schools that are so strong in Germany, if it would be better not to have a school at all instead of having a school that is regulated by the government rules. Well, I don't know the answer to that. A society like, say, how many people? 80,000 people in Neumünster. They may be prepared. Maybe they're more prepared to have a school such as they have instead of no school. I don't know what would be better, no school, but it would be possible for some small experiment to be made. That's what a state like Germany could do. It could have some experiments happening in places like Schleswig-Holstein. Also er hat keine Antwort zu der Frage, aber er glaubt, dass eine Gesellschaft wie Neumünster wahrscheinlich nicht dafür geeignet ist, keine Schule zu haben, sondern besser angepasst an die jetzt existierenden Schulen ist. Aber er glaubt, dass es auch in Deutschland oder Schleswig-Holstein die Möglichkeit geben sollte, Experimente zu versuchen und andere Schulformen auszuprobieren. Okay, it's party time, the kids are leaving. Deswegen sollen wir zum Schluss kommen, würde ich vorschlagen. Billy nochmal. Ja, ich wollte noch was sagen, und zwar zu der Sache von Reinhard Koblin. Dass nämlich doch John noch in dem Film die Antwort gibt, denn er sagt, viele Leute sind faul, und ich glaube, dass es fehlt an den Leuten, die sagen, ich mache so eine Schule, und dann finden sich auch Lehrer und Eltern, die bereit sind, da mitzumachen mit ihren Kindern. Ich denke, das ist ein großes Problem. She says she thinks you give the answer to that question in your film, where you said many people are lazy as far as when it comes to founding such a school as yours. You said something in your film. Did I? Or maybe I misunderstood her No, translation. that was okay. Huh? No, she says that in your film you pointed out that there aren't as many schools because people are lazy and they are not willing to build a school like yours. Oh, yeah. Because people are not willing to work as hard or work as much to found a school like yours. Yes, that's quite possible. Ich würde sagen, wir sollten jetzt Schluss machen, finish. Oder sind noch Wortmeldungen in dem Sinne? Ja? Manche Lehrer in Neumünster vergleichen unsere Schulen für Kinder mit Baumschulen. Das würde mich mal interessieren. Mit Baumschulen? Ja, mit Baumschulen. Also in der Baumschule werden Bäume gepflanzt und damit sie wachsen, müssen sie gestutzt werden und beschnitten. She says that people compare those kids in schools in Germany here with a tree school where you grow trees. Where the trees have to be supported. Nee, I don't understand this. Übersetzerstreuen. Yeah. Nein, eine Baumschule. Und geformt werden. Dieses Bild, ne? Was ist eine Baumschule? On the continent. Like little trees and tree schools. Where they're built up forests. Oh. They must be cut and must be formed. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was gemeint ist. Ich hoffe, ich versuche das in Englisch und hören. I think what she's trying to say is that many people say that schools in Neumünster or in Deutschland in allgemein. Wieder? Teachers from Neumünster say that schools here are as like a tree school, and a tree school is where trees are grown up from small to large, but they have to be supported and they have to be formed in a certain way until they're big. Yeah? Well, see, it's very dangerous to take analogies and comparisons with biology and human development. Er sagt, es ist sehr gefährlich, einen Vergleich zwischen biologischen Sachen, also Pflanzen und Menschen darzustellen oder herzustellen. Okay. Haben wir da hat noch jemand was auf Lager sozusagen? Okay. Ich würde sagen, dann möchte ich ein ganz kleines Schlusswort vielleicht nochmal dazu sagen. Was mich am meisten beeindruckt hat in all den Jahren unserer Freundschaft, wir sind seit 10 Jahren bald befreundet oder bekannt miteinander, ist, dass es hier gar nicht so sehr um ein pädagogisches Konzept geht, dass es gar nicht so sehr um ein pädagogisches Programm geht, sondern dass John und Morag mir oder uns vom Theater gezeigt haben, dass Lehrersein nicht irgendwie ein Job ist, wo man möglichst viel Kohle irgendwie abzockt und so, sondern dass, um das wirklich ernst zu meinen,
man mit seinem ganzen Leben und nicht mit irgendeinem Job von dann bis dann dahinter stehen muss, um sowas Großartiges hinzukriegen. Und ich finde, man kann an diesen beiden Persönlichkeiten das auch deutlich sehen und spüren und merken, dass es da nicht um ein Programm geht, sondern um ein ganzes Leben. Und ich finde, die wir mit Kindern zu tun haben und mit Jugendlichen, die wir in diesen Jobs sind, in diesen Jobs oder ähnlichen Jobs sollten wir versuchen, soweit es möglich ist, davon eine Scheibe abzuschneiden. Es hat nämlich was mit Herz und Gefühl zu tun und nicht mit irgendwelchen Programmen und Ideologien und sonst was. Ich würde vorschlagen, das ist das Schluss. Und John sagt noch, dass er sich sehr geehrt fühlt, heute Abend hier vor dem Publikum sprechen zu dürfen. Thank you very much.